Die Kraft, mit der sich elektrische Ladungen abstoßen oder anziehen, heißt Coulomb-Kraft. Sie scheint zunächst etwas abstrakt zu sein und man fragt sich vielleicht, bei welcher Anwendung tritt die Coulomb-Kraft auf? Als Beispiel nehme ich mal die Lackierstraße eines Automobilherstellers. Durch die Coulomb-Kraft erreicht man nicht nur, dass der Lack gleichmäßig auf der Oberfläche der Karosserie verteilt wird, sondern auch noch in ihre hintersten Ecken und Winkel gelangt. Willkommen bei E-Tech mit Jan Jello. In diesem Video geht es um elektrotechnisches Grundwissen, genauer um elektrische Ladungen und noch genauer um die Kraft, die von mehreren Ladungen auf eine Ladung ausgeübt wird. Lackiert wird mit Sprühpistolen, die sowohl mit Farbe versorgt werden, aber auch mit jeder Menge freier Elektronen. Was ist der Unterschied ohne und mit Coulomb-Kraft? Ohne Coulomb-Kraft fliegen die Lackteilchen radial von der Pistolenspitze weg. Das Werkstück wird dadurch nur auf der Seite lackiert, die der Sprühpistole zugewandt ist und nicht auf der Schattenseite. Versieht man dagegen die Sprühpistole mit einem Kabel, über das fremde, freie Elektronen auf die Metallspitze der Düse gepresst werden, kann man das ändern. Da sich die Elektronen auf der Metallspitze gegenseitig mit der Coulomb-Kraft abstoßen, springen sie auf die hinausschießenden Lackteilchen und nutzen sie als Transportvehikel, um sich von den anderen Elektronen zu entfernen. Fast so wie Coronaviren bei einer heftigen Niesattacke. Mit den Elektronen bestückt sind die Lacktröpfchen elektrisch negativ geladen und stoßen sich schon während des Fluges zur Karosserie gegenseitig ab. Erster Vorteil: die Lacktröpfchen verteilen sich viel gleichmäßiger in der Luft. Die Karosserie bietet den mitfliegenden Elektronen ein Metallgitter mit viel Platz und wirkt daher anziehend auf Elektronen und damit auch auf die Lacktröpfchen. Farbpartikel, die also knapp an der Karosserie vorbeifliegen, werden zu ihr abgelenkt und landen auch auf ihrer Schattenseite. So werden auch schwer zugängliche Stellen lackiert. Um die Kraftwirkung zwischen mehreren Ladungen zu berechnen, betrachten wir beispielhaft drei positive Punktladungen Q1, 2 und 3. Jede der drei Ladungen übt auf die anderen beiden eine abstoßende Coulomb-Kraft aus. Hier soll die Kraft der beiden unteren Ladungen auf die Ladung Q3 berechnet werden. Die Coulomb-Gleichung zeigt, man braucht zwei Informationen. Zum einen die Größe von zwei Ladungen, QA und QB, hier einige Beispielwerte, und zum anderen den Abstand R zwischen diesen beiden, hier wieder einige Beispielwerte. Wenn aber doch drei Ladungen beteiligt sind, welche dieser Werte müssen dann für QA, QB und R eingetragen werden? Für die Lösung bedient man sich der Salamitaktik. Man tut zuerst so, als wirke nur eine Ladung abstoßend auf Q3. Sagen wir Q1. Jetzt haben wir eine bekannte Situation. Nur noch zwei Ladungen, Q1 und Q3, die sich gegenseitig im Abstand R13 befinden. Im Zähler multipliziert man nur die Ladungen von Q1 und Q3 und in den Nenner steht deren Abstand R13 zum Quadrat. Setzt man die Beträge ein, ergibt sich die Teilkraft von Ladung 1 auf die Ladung 3. Vorsicht! Die Permittivität Epsilon oder auch Feldkonstante Epsilon ist in diesem Fall gleich Epsilon 0, denn Epsilon R ist hier gleich 1. In der Aufgabe war ja kein besonderes Medium erwähnt, das die Ladungen umgibt. Daher gehen wir vom Medium Luft aus. Und das Epsilon R von Luft hat laut Tabelle den Wert 1. Die Teilkraft F13 drückt Q3 also mit 9,73 Newton nach oben rechts weg. Um die nächste Teilkraft zu berechnen, die durch Q2 erzeugt wird, ersetzen wir in der Coulomb-Gleichung die Ladung Q1 durch Q2 und führen die gleiche Berechnung nochmal durch. Dieses Mal berechnen wir F23. Der Abstand zwischen Q2 und Q3 ist nicht mehr R13, sondern R23. Einsetzen der Werte führt zu der Erkenntnis, unten das Q2 drückt Q3 mit 17,694 Newton senkrecht nach oben weg. Wir haben jetzt zwei Teilkräfte separat berechnet, tatsächlich aber überlagern sich beide. Die Frage ist nun, wie man aus F13 und F23 eine einzige resultierende Kraft berechnet. Zeichnerisch legt man die beiden Kraftvektoren aneinander, sodass eine Vektorenkette aus den beiden Kräften F23 und F13 entsteht. Die gesuchte resultierende füllt die Lücke zwischen dem Anfang der Kette und ihrem Ende.
Dieser resultierende Kraftvektor ist kürzer als die Summe 9,73 plus 17,694 Newton. Das liegt daran, dass F2,3 und F1,3 nicht in dieselbe Richtung zeigen, sondern F1,3 gegenüber F2,3 abgewinkelt ist. Die resultierende von zwei Streichhölzern ist ja auch nicht zwei Streichhölzer lang. Sie muss kürzer sein, als wenn die beiden Streichhölzer in einer Reihe liegen. Genauso muss die resultierende aus 9,73 und 17,694 kleiner als die Summe sein. Aber wie klein ist sie? Wie berechnet man sie? Wie berücksichtigt man die Winkel? Für die Antwort legt man sich die beiden Kräfte in den Ursprung eines Koordinatensystems. Dann kennzeichnet man deren Winkel zur x-Achse. Es gibt nämlich eine Konvention, also eine allgemeine Übereinkunft, wie man die Winkel zählt. Man startet mit 0 Grad bei der positiven x-Achse. Gegen den Uhrzeigersinn steigt der Winkel positiv an, im Uhrzeigersinn wird er negativ gezählt. Sogar die Taschenrechner sind nach dieser Konvention programmiert. Unter diesem Gesichtspunkt schaue ich mir die Vektoren mal einzeln an. F1,3 schiebt die Ladung Q3 in Richtung plus 30 Grad. F2,3 drückt sie in Richtung plus 90 Grad weg. Wie groß ist dann die gemeinsame Wirkung beider Kräfte und wie groß der resultierende Winkel? Am einfachsten erfährt man das, wenn man den komplexen Modus des Taschenrechners benutzt. Dazu braucht man nämlich nur die beiden Vektoren einzugeben und auf das Gleichheitszeichen zu drücken. Schon gibt der Taschenrechner beide Werte auf einmal aus, die resultierende und den neuen Winkel. Wie einfach das mit dem komplexen Modus geht, habe ich in einem anderen Video gezeigt. Man tippt die beiden Vektoren so ein. Betrag von F1 gefolgt von einem Winkelzeichen, das liegt auf den Tasten Shift-ENG, dann die Eingabe des Winkels. Das ist schon die komplette Beschreibung für den Kraftvektor F1,3. Zu diesem ersten Vektor addiert man den zweiten. Plus Betrag von F2,3, Winkelzeichen, Winkel von F2,3. Achtung, wichtig! Hier darf man kein Minuszeichen verwenden. Minus gibt es nur bei x- und y-Werten. Dort kennzeichnet es die Richtung. Hier ist die Richtung aber schon durch die Winkelangabe klar. Ein Minus würde das Ergebnis verfälschen. Daher also bitte immer nur die Beträge nehmen. Für unser Beispiel heißt das, man gibt Folgendes ein. 9,73 Winkelzeichen 30 plus 17,694 Winkelzeichen 90. Das Ergebnis dieser Vektoraddition gibt der Taschenrechner standardmäßig als x- und y-Wert aus. Fx ist gleich 8,43 Newton, Fy ist gleich 22,6 Newton. Das kleine i dahinter ist nur der Hinweis, dass es sich hier um den y-Wert handelt. Es wird auch gerne an die y-Achse geschrieben. Diese Art, das Ergebnis in xy-Komponenten darzustellen, nennt man Normalform. Das Wort normal ist hier technisch gemeint und bedeutet senkrecht auf, weil ja x senkrecht auf y steht. Alternativ liefert der Taschenrechner auch den Betrag und den Winkel der resultierenden. Die Schreibweise mit der e-Funktion ist hier erstmal nebensächlich, aber ich verrate schon mal ihren Namen. Exponentialform. Typisch für diese Schreibweise ist, dass der Betrag der Kraft vor der e-Funktion steht und der Winkel in ihrem Exponent. Hier ist der Betrag der Kraft 24,08 Newton, das wäre die Länge des Kraftvektors, und der Winkel zur x-Achse ist 69,5 Grad. Man kann beim Casio-Taschenrechner zwischen beiden Darstellungsarten wechseln. Mit Option Pfeil runter 1 bekommt man das Ergebnis in Exponentialform. Das R steht für den Betrag, das Theta für den Winkel. Mit Option Pfeil runter 2 erhält man die Normalform. Im Taschenrechner entspricht das a dem x und das b mal i dem y-Wert. Fazit: Q3 wird von den beiden anderen Ladungen mit einer Kraft von 24,08 Newton in eine Richtung von 69,5 Grad, also nach rechts oben, weggedrückt. Das soll als Input erstmal reichen. Damit du mit einem kleinen Erfolgserlebnis aus diesem Video aussteigst, folgt jetzt ein Zusammenfassungsquiz, bei dem du die Pause-Taste drücken musst, wenn du dir die Antwort erstmal in Ruhe überlegen möchtest. Die Kraft nimmt quadratisch, linear oder exponentiell mit dem Abstand der Ladungen ab. Quadratisch. Das sieht man an dem r² im Nenner der Coulomb-Gleichung. Wie groß ist die relative Permittivität
in Luft? 1. Welche Größen muss man bei der Addition von Kräften berücksichtigen? Ihre Beträge und ihre Winkel. Auf welche beiden Arten kann man einen Kraftvektor beschreiben? In der sogenannten Normalform, also aus x- und y-Komponenten zusammengesetzt, oder in der sogenannten Exponentialform, also durch Angabe von Betrag und Winkel. Falls dir das Video ein wenig helfen konnte, würde ich mich über deinen Daumen nach oben freuen. Vielen Dank dafür und dir noch viel Erfolg beim Lernen. Ciao!